Willkommen zum vierten Teil meines Reiseberichts. In dieser Folge geht es unter anderem auf den Markt in Dubais Old City. Nach einer kurzen Überquerung des Dubai Creeks machen wir noch einen Abstecher ins Handelsviertel und schauen uns unter anderem den Goldzug an. Bei so viel Shopping darf die Dubai Mall selbstverständlich nicht fehlen. Am darauffolgenden Tag geht es in den Skypool des 5-Sterne Address Beach Resorts. Anschließend geht es noch auf die Aussichtsplattform The View at the Palm im 52. Stockwerk des The Palm Towers, von wo wir eine gute Aussicht über die Palm Jumeirah haben. Zuvor zeige ich euch aber noch den Fitnessraum, Spa-Bereich und Pool des Novotel Dubai Al-Bashar, wo wir untergebracht waren. Über das Novotel Dubai Al-Bashar habe ich schon im zweiten Teil etwas berichtet. Dort habe ich das Restaurant vorgestellt und euch mein Zimmer gezeigt. In diesem Teil stelle ich euch kurz den Spa- und Wellnessbereich vor. Es beginnt im Umkleideraum mit Dusche und WC. Der Umkleideraum ist schön hell und sauber. Hier beginnt schon die Gemütlichkeit, wie ich finde. Es gibt 2 Pools in diesem Hotel. Den ersten Pool mit der Poolbar hatte ich bereits im dritten Teil meines Berichts gezeigt. Der zweite Pool sieht sehr ähnlich aus. Hier gibt es aber keine Poolbar. Beide Pools sind sehr sauber und haben eine angenehme Temperatur zum Schwimmen. Sie sind Richtung Nordwesten ausgerichtet und durch die hohen Türme des Gebäudes vor Sonne geschützt, was sich bei der Hitze hier als sehr sinnvoll erweist. Es gibt hier einen kleinen Spa-Bereich mit Massageräumen, einem Dampfbad und einer Sauna. Da wir am Pool einen erfrischenden Seewind hatten, war die Sauna zum Aufwärmen ganz nett. Zu guter Letzt noch das Gym. Mit Blick auf die Pools und guter Auswahl an Geräten lässt es sich hier gut trainieren. Am heutigen Tag haben wir viel Zeit im Spa- und Wellnessbereich verbracht. Jetzt geht's aber nochmal auf zur Dubai Mall. Von der Metrostation Dubai Mall Burj Khalifa geht es über eine recht lange Fußgängerbrücke direkt in die Dubai Mall. Die Dubai Mall verfügt über 1200 Geschäfte auf rund 350.000 Quadratmetern. Dazu gibt es ca. 200 Restaurants und Attraktionen wie die Eislaufbahn und der Unterwasserzug. Nach einem langen Spaziergang durch die Mall haben wir uns noch ein leckeres Abendessen mit Blick auf das Aquarium gegönnt. Zum Abschluss des Tages haben wir uns noch einmal die Burj Khalifa und Fountain Show angeschaut.
Mehr zu den Shows gab es im dritten Teil meines Berichts. Also ganz volles Gold. Für uns geht's jetzt auf nach Dubais Old City, genauer gesagt ins historische Stadtviertel Al-Seef. Al-Seef bedeutet wohl Küste oder Ufer. Das Stadtviertel zieht sich ca. 1,8 Kilometer entlang des Dubai Creek und umfasst 230.000 Quadratmeter. Das künstlich aufgebaute Stadtviertel wurde einem Dorf aus den 1950er Jahren nachgeahmt. Die Gebäude haben sandfarbene Gipsfassaden und wirken entsprechend alt. Hier kann man im Wesentlichen gemütlich spazieren gehen und die Architektur bewundern, essen gehen und einheimische Köstlichkeiten genießen und shoppen gehen, wobei letzteres mit Vorsicht zu genießen ist. Hier versuchen wir herauszufinden, wonach die Smoothies schmecken. Also was immer auch das Rote hier ist, schmeckt unglaublich lecker. Aber ist das ein Obst oder ist das auch ein Gemüse mit drin? Oder ein Gewürz? Nachdem wir uns etwas durchprobiert haben und eine Tasse Kaffee genossen haben, stürzen wir uns ins Shopping. This is llama. Llama is hot. This is very soft. Viele Artikel hier wirken wie einfache Souvenirs, die sich in allen Geschäften wiederfinden lassen. Das gilt auch für die Gewürze, Schokolade und den Kaffee. Die Verkäufer stürzen sich regelrecht mit den gleichen Floskeln auf ein, was uns schnell zu viel wurde. Llama for mama. Lama for nichts von You Mama. don't know llama? Problem ist auch, wer hier nicht handelt, zahlt vollkommen überhöhte Preise. Wir haben daher schnell die Lust am Shoppen verloren. Aber das Flair hier in Dubai Old City haben wir sehr genossen. Und die Düfte von Gewürzen und Früchten sind schon was Besonderes. Jetzt reicht es auch dann und wir fahren auf die andere Seite des Dubai Creek. Gestartet sind wir hier im Norden am Dubai Creek. Dann ging es entlang des Souk Al-Seef und weiter mit dem Boot in den Stadtteil Deira. Dort wollen wir uns die verschiedenen Marktplätze anschauen, die als Souk bezeichnet werden. Ein Ziel für uns ist der Goldsouk. Hier herrscht ein gewaltiger Trubel und es gibt so viel zu sehen, dass die Augen gar nicht wissen, wo sie zuerst hingucken sollen. Ich bin erstmal in eine kleine Gasse geflohen, um dem Trubel zu entkommen. Plötzlich waren wir wieder auf einem anderen Marktplatz bzw. Souk. Komplett verwirrend hier. Doch dann haben wir den Goldsouk gefunden. Nachdem ich mich hier kurz umgeschaut hatte, reichte es uns auch für heute und wir wollten hier nur noch weg. Am Abend haben wir uns noch in ein kleines Straßenrestaurant neben unser Hotel gesetzt.
Das Essen hier ist sehr gut und zudem günstig. Nach der Stärkung geht's dann auch gleich ins Bett, denn morgen geht's hoch hinauf. Heute geht's zum Address Beach Resort hoch in den Skypool und anschließend auf die Aussichtsplattform The View Palm Jumeirah. Dafür haben wir uns einen Guide gebucht, mit dem wir uns in der Marina Mall verabredet haben. Um zur Marina Mall zu kommen, habe ich die Careem-App ausprobiert, um uns ein Taxi zu rufen. Careem ist hier das Pendant zu Uber. Hier gebe ich die Marina Mall als Ziel ein. Den Abholort hat er automatisch erkannt und eingetragen. Als nächstes wähle ich eine passende Taxiklasse für uns aus und kann den ungefähren Preis dafür in die RAM sehen. Anschließend bekomme ich eine detaillierte Preisübersicht. Bei der Bezahlung wird erst einmal der Höchstbetrag auf meiner Kreditkarte geblockt. Dann wird ein Fahrer für mich gesucht. Wurde dieser gefunden, sehe ich dessen Namen und ein Bild sowie Infos zum Auto. Ich kann nun auf der App sehen, wie das Taxi zu mir kommt. Allerdings gibt es hier keinen PIN zur Absicherung der Bezahlung. Ich habe das Ganze auch nochmal per Uber ausprobiert und siehe da, es funktioniert wunderbar und der Preis ist gleich. Ist aber auch kein Wunder, denn im Januar 2020 wurde Careem von Uber übernommen. Und hier habe ich auch die PIN, ohne die der Fahrer die Fahrt nicht abrechnen kann. Fine? Please stay It's safe perfect. and buckle your seatbelt, even in the back seat. Das. Even in the backseat, I think that's us. Bist du? Oh, it's me. No, thank you. Wir waren vollkommen begeistert, als wir den Pool gesehen haben. Diese Aussicht, aber auch die Ausstattung hat uns total fasziniert. Hier das Restaurant mit Sitzgelegenheiten im Wasser. Und dann diese Aussicht. Wow! Wer seine Privatsphäre braucht, kann sich hier seine eigene Loge buchen. Aber jetzt geht's ab ins Wasser. Hier kann man ewig im Wasser verweilen und träumen. Allerdings kann man sich dabei auch einen ordentlichen Sonnenbrand holen, wenn man wie ich vor lauter Staunen das Eincremen vergisst. Hier gibt es Essen im und am Pool und so haben wir es uns richtig gut gehen lassen. Leider verging die Zeit viel zu schnell. Für uns geht's jetzt hoch in den 52. Stockwerk des Palm Towers, auf die Aussichtsplattform The View at the Palm.
Von hier hat man eine gute Aussicht auf die gesamte Insel Palm Jumeirah. Leider war die Plattform sehr gut besucht, sodass es ungemütlich laut war und wir teilweise anstehen mussten, um eine freie Sicht durch die Glasfront auf die Palme zu haben. Hier sieht man das Address Beach Resort, wo wir heute Vormittag im Pool waren. Und hier ein Blick auf den Aura Sky Pool, den ich ursprünglich besuchen wollte. Hier sieht man das Fairmont Hotel, wo wir am Strand waren. Wir hatten dann auch schnell genug hier und sind zurück ins Hotel. Am Ende des Tages habe ich mir noch die Bar Flying Elephant in unserem Hotel angeschaut. Sehr gemütlich und einladend, wie ich finde.